Achso, das war wieder Rory, ne? Ja, es ist aber auch sehr dunkel hier unten. Es ist ausgesprochen dunkel. Hoffentlich gibt es hier keine Waschtanne-Radar. Tür. Geschlossen. An der anderen Seite kommen Ratten. Alles gut, Amy? Das ist, sonst geht's aber gut, ja? So, der Raum da sieht ganz interessant aus, deswegen gucke ich erstmal. There is something about you that those rats find irresistible. Get lost! Okay, wir gehen erstmal zurück und gucken in diesen Raum. Irgendwas stimmt mit den Ratten nicht. Sagte er und lief einfach weiter. Ratten. Gab es irgendwelche Ratten-Aliens? Princess Elizabeth. Jawohl. Was haben wir hier noch? Fork and Spoon. Ja. Tür. Wenn ich diese Tür öffne, wird man uns entdecken. Was soll man dann jetzt machen? Da war doch eben... Flickering Torch. Oh, Flickering Torch! That's strange. That torch, it's flickering like air's rushing past. Ja, da ist ja auch ein Loch in der Wand. Das habe ich doch eben schon gesehen. Da brauche ich nicht erst die Torch für. Ein kleines Loch, das in den Stein gesetzt ist, habe ich doch gesagt. Okay, das ist jetzt echt ein Spoiler hier. Oh, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht hätte, um drauf zu kommen, aber das war jetzt schon ein bisschen sehr einfach gemacht für uns. Boah, ich finde es schade, dass das die letzte Episode ist. Echt? Das ist ein Format, das hätte ich gern noch weitergespielt. Das macht richtig Spaß. Oder nicht? Leute, kommt, das ist doch cool, oder? Lady Winters, your beauty illuminates even these dank surroundings. Enough of your flattery, Catesby. Is all set? Aye, milady, it is. Tomorrow the Protestant king will come to open his parliament above us, and will be welcomed by 41 kegs of gunpowder. Oh my god. We're under the Houses of Parliament. It's 1605 and this is the gunpowder plot. It will be my honor to light the fuse. And he must be Guy Fawkes. You and your men have done well, Catesby. It is God's work to remove this imposter king. Our plans were in motion before you joined us, my lady. But your presence has brightened our toils. Who the hell is that cheesy creep? Sir Robert Catesby, I think. He was the brains. The thing I want to know is who's she? Lady Winters. There wasn't any Lady Winters. The plotters were all men. We have all been given a paper detailing the group's final meeting tonight. We shall rendezvous as planned. We've got to find out what's really going on here. We need that bit of paper. Ja, dann holen wir es uns, würde ich mal sagen. You create a distraction. I'll grab the paper. Ich finde das ja schon cool. Das ist unsere erste historische Episode hier in den Doctor Who Adventures. Bedauerlicherweise ist es auch unsere letzte. Ich finde das so schade. We need to get our hands on that document. Okay, eine Distraction. Wie machen wir das am besten? Hi, Rory. I'll wait by that door. If you can create a distraction to bring them out of the other one, I can try and get that paper. Oh. Da ist eine Wache. Der war vorher nicht da. Was ist das? Veiled Lantern. Guy Fawkes is said to have been carrying a lantern on his arrest in the cellars when the gunpowder plot was discovered. Der Gunpowder Plot, leider ein historisches Detail, was ich selber nicht so im Kopf habe.
Dieser Plotter hier hat wirklich Angst vor Ratten. Ja komm, Amy, dein innerer Monolog ist vorbei. Wir stellen ihm was zu futtern hin. Right! What in heaven's name is going on here? Aber sie ist ja offensichtlich kein Mensch, oder? They're everywhere! The filthy devils! Mit diesen Augen. Fool. Ignore them. We have a job to do. Come on. Milady, I know we do what we do for God and for England. But I want you to know, if I'm not destined to survive these proceedings, I shall carry the memory of your sweet face to heaven. All I ask, Fawkes, is that you raise that place above us to ruin. Did you see that? Her eyes glowed. We need to tell the doctor about this. We need to get our hands on that document. Right, take him the paper and tell him what's going on. I'm gonna keep an eye on Lady Gaga. Okay, just be careful. Alright? You too. Offensichtlich sind wir ja auch in der zweiten Hälfte von Staffel 6, wird mir gerade erst bewusst, wenn die Krippe da steht. Und wir haben Akt 1 abgeschlossen. Also das ist ein Plot, ich bin wirklich interessiert. Ich kann es nur noch mal betonen, es ist wirklich so ausgesprochen schade, dass sie keine weiteren Episoden mehr produziert haben dann. Aber wir haben ja immer noch Eternity Clock, obwohl das hier gefällt mir bald besser als Eternity Clock. Was heißt bald? Das hier gefällt mir besser als Eternity Clock, das habe ich nämlich schon mal gespielt, da weiß ich, was uns da erwartet. Aber wir werden es trotzdem, wenn wir das natürlich auch noch spielen dann. Ja, vorher sehen wir uns hier natürlich um, nicht wahr, Amy Pond? Ein paar Blumen für den Gestank. Deadly Nightshade. Okay. So, dann folgen wir mal Lady Winters. Ich bin ja echt gespannt, was da noch hintersteckt. Im Moment habe ich nicht die geringste Ahnung, wer unser Widersacher sein könnte. Obwohl, es können ja auch nicht immer nur klassische Gegner sein, ne? Ich meine, die Entität war auch kein klassischer Gegner, da haben sie sich ja selber was ausgedacht. Und Lady Winters ist da rechts rein. Gucken wir erstmal hier. Vielleicht hätte Amy sich umziehen sollen. Dass sie hier nicht so auffällt. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt gerade dran denke, aber manche von euch haben sich ja auch L.A. Noire als Let's Play gewünscht. Ist mir gerade so eingefallen, ich weiß echt nicht warum. Ja, können wir machen. Ich weiß nur noch nicht genau wann. Aber ich stelle es mal mit auf die Liste. There you are. Okay, Blumen sammeln, das wird ja wohl einen Grund haben. Können wir mit den Leuten reden? Tyburn Tree. Ja, hier sind Leute gehangen worden. So, also sie ist hier lang weiter. Das sind interessante Geräusche, die diese Straßen machen hier. What are you doing over there? Aber es ist schon cool. Und die Bewegungsfreiheit, die wir hier in diesem Bereich auch haben. Und ich habe das Gefühl, es gibt hier wesentlich mehr Fakten zu entdecken. Dafür haben wir keine Kärtchen mehr, ne? Ist euch das aufgefallen? Where are you going? Amy, vielleicht mal einen Zahn zulegen. Ich meine, zu dicht waren wir auch nicht dran, aber wir wollen sie auch nicht aus den Augen verlieren, ne?
Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Okay, wir haben sie aus den Augen verloren, Leute. Scheiße. Ist sie hier rein? Kann man da rein? Da kann man nicht rein. Ah, hier geht's weiter. Sie geht im Kreis. Versucht sie uns abzuschütteln? Weiß sie, dass wir sie verfolgen? Amy, ich wäre vorsichtig an deiner Stelle. Oh oh. Oh oh. Die Katze. Right, Gizmos, do your thing. Excellent. Less than excellent. Amy? Oh my god! Was ist das denn? Amy! Amy! Thanks, Doctor, but now what's the plan? Plan? I'm sorry, saving you from being fried to a crisp is as far as I got. A plan. Interesting idea. Ah, yes! Sensitive to high frequency noise. Well done, Pond. Also der Sonic Screwdriver, ja? Well, Doctor? Well, what? Well, how do you stop a great big angry flying jellyfish? It's not a jellyfish, Amy. Jellyfish generally swim in water, not thin air. And they don't shapeshift either. No, that's a router. And it's been a while since I last ran into it. Let me think a second. Routen. Ich bin ganz ehrlich, das Monster sagt mir gerade nichts, aber den Namen Routen habe ich definitiv schon mal gehört. So, hier, nimm das. Fingernails on a chalkboard. No one can stand that. After her. Lauf. Come on! She did it again. I hate shapeshifters. They never play fair in a chase. What was that? A Rutan. I'm afraid that must have been what we bumped into. A Rutan ship. So what do they want with Guy Fawkes? Guy Fawkes? Guido? We saw him. Me and Rory, down in the cellars. Those cellars are under Parliament. This is 1605, Doctor. November 5th, 1605. Yes, I know all that. You know? Remember the 5th of November? How could I forget? What I don't know is why a Rutan would be getting pally with them. And the real problem is that it might not just be Rutans. The thing about aliens is, they're never as careful as they think they are. People notice stuff, all sorts of stuff. Odd stuff, strange stuff. Come on, Pond, let's go and find the word on the smelly street. Ugh. Get the word on the street. Na gut. Wir sollen jetzt also mit den Leuten reden. Na, was haben wir denn hier? Hi. Doctor, what's wrong with him? He looks catatonic. No doubt a result of encountering the lesion. What, you mean the Legion did this to him? No, his brain did this to him. This is a London town crier in 1605. His brain has no point of reference for something like this. He's never seen a temporal portal before, so when his brain can't cope, it closes down. Okay, und können wir das irgendwie rückgängig machen? Können wir das Ding hier irgendwie schließen? Das sieht sehr instabil aus. Ich muss es schließen. Wir versuchen es mal mit dem Dimensional Equalizer. Reicht das? So. Das Spielchen ist das gleiche. Runter, dann da hoch. Das geht doch noch. Das kann potenziell natürlich später auch noch komplizierter werden. Aber bisher ist es echt Pillepalle. I must thank you. This strange wonder has me bewitched. It is like some gateway to another realm. Ja. Dieser Blick, diese Pause, diese Stille dazwischendurch nett.
Tell me what you know about these gateways. Little enough. I went looking for the truth behind the wild stories that young Charlie told me. And then, before I know what, a great many of these gateways appeared about the streets. And it worries me greatly. Charlie? Who's Charlie? A young orphan who came to me with stories of travelling through these strange gateways to the house of the Green Lady. Ooh. The Green Lady. So what about this Green Lady? Who is she? I haven't seen her myself, but everyone talks of an apparition of a well-to-do lady, beautiful to look at, who wanders the streets after dark. She is dressed in green, and some say her eyes glow like emeralds lit with cold fire. Others say she appears and disappears before your eyes. You said there were more of these gateways. Where are they? There are 2 others I know of. I can take you to them if you wish. Okay, Amy, I'm going to go with this Sterling fellow and see if I can deal with the other legions round here before they tear London apart. And what about me? See if you can find out more about this Charlie chappie. Chat to people. Get the goss. You're good at that. Na gut. Hätten wir nicht alternativ den Typen auch einfach stehen lassen und selber nach diesen Portalen suchen können, dann hätten wir nämlich zeitgleich uns gemeinsam mit dem Doktor mal ein bisschen umsehen können. Irgendwie ist das hier gar nicht so richtig eine Episode von Doctor Who, das hier ist mehr die Amy-Show gerade. Wann spielen wir denn schon mal den Doktor, bitte? Hi. Hello, what's going on around here? Nothing much, miss. Just the usual robberies, murders and pestilence. Another fine day in London town. Ja, ist doch schön. I'm looking for Charlie. Have you seen him? You may want to talk to Barnaby. They're best friends. Ja, okay. Wer ist Barnaby? Where would I find Barnaby? Probably loitering around here somewhere. The lazy young swine. Ja, danke auf jeden Fall für die Hilfe. So, der Rutan war ja hier, ne? Das ist die Gasse vom Rutan. Oh, hier liegt noch was. Woodman Top. War das nicht ein Spiel, was die damals gespielt haben? So. Okay, dann gucken wir mal weiter. So, da kommen wir lang. Ich will ja auch nichts verpassen. I'm looking for Charlie. Have you seen him? You stay away from me. I ain't talking to no strangers. You might give me the plague. Ja, okay. Wir reden erstmal mit den Leuten hier auf dem Dorfplatz. Hello! Good evening, miss. I am Alice Flowers, purveyor of fine herbal remedies. Hello, Alice. My name's Amy. I don't suppose you've noticed anything out of the ordinary going on, have you? Always, my dear. There's never a dull moment in London town. Also, so allmählich entwickelt sich diese Episode hier tatsächlich zu meiner Lieblingsepisode. Dass wir uns jetzt hier in diesem Hub umsehen können, dass wir mit den Leuten reden, Informationen sammeln, Recherchen anstellen. Ich finde das alles... Also das ist eine definitive Verbesserung zu den ersten 4 Episoden. Ich kann es nur noch mal betonen, es ist echt schade, dass sie aufgehört haben, die zu produzieren, weil das ist genau der richtige Weg hier. So muss man es machen. I'm looking for Charlie. Have you seen him? Indeed I have, miss. I saw him only last night, white as a sheet and soaked to the skin. Looked like he'd been scared half to death. Young Barnaby is a close friend. He may know of his whereabouts. Tell me about Barnaby. Another urchin, but a much sadder story than Charlie's. Plague took away his family, they say, and left him with a terror of the pestilence. You'll find him wandering these streets, but don't expect much sense from him. Tell me about Barnaby. I already told you. Plague took away his family, they say, and left him with a terror of the pestilence. You'll find him wandering these streets, but don't expect much sense from him. Okay, das ist also der Junge, den wir schon getroffen haben. Dafür sind bestimmt die Blumen da, die wir sammeln können.
oder? What remedies do you have for the plague? For the plague, I make posies which can mask the poison vapours and prevent its spread. For other ailments, I make salves and poultices that you apply to the body. Posies? You mean flowers? A posy is a small bag containing a mixture of 3 herbs. Bring me bergamot, comfrey and lavender and I can make you one. Na, so ein Zufall, dass wir 2 dieser 3 Blumen tatsächlich schon im Inventar haben. Wir nur die dritte noch finden. Gucken wir erstmal weiter, reden wir erstmal mit den restlichen Leuten. So, hier haben wir Comfrey, dann haben wir schon mal alle 3 Pflanzen zusammen. So, jetzt können wir uns in Ruhe umsehen. Wir wissen ja, wo es weitergeht.